Söffene, Geschäftsführer der Qualitype GmbH und ja, eigentlich der Softwarepartner an der Insel BeerLab Insights. Tim, ich freue mich erstmal, dass du da bist. Ihr sitzt auch in Dresden, das heißt, wir haben es nicht weit voneinander. Und ich habe so verstanden, ihr habt euer neues LIMS hier am Start. Und jetzt ist meine Frage eigentlich an dich, wie kommt man darauf, noch ein weiteres LIMS zu machen? Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, Felix, vielen Dank. Ja, wie kommt man darauf? Also, ich sag mal, wir sind LIMS-Hersteller schon seit 23 Jahren und unsere Kunden sind Landeskriminalämter, die Lebensmittelindustrie in Deutschland. Wir kennen so ein bisschen die Schmerzen, die daraus folgern, was die Technologien, die 20, 30 Jahre alt sind, so mit sich bringen. Und haben im Prinzip vor einigen Jahren jetzt einen Neustart technologisch gemacht. Und ich kenne kein LIMS, das auf so einer modernen technologischen Basis aufbaut, wie Samples, was unser LIMS ist, was wir jetzt im letzten Jahr auf den Markt gebracht haben. Wir haben uns dort drei Themen sozusagen gesetzt. Wir haben gesagt, offene Schnittstellen, also komplette Erreichbarkeit des gesamten Datenmodells, sozusagen über eine Schnittstelle, die mit der jeder Webentwickler umgehen kann, so dass man hier auch Anbieter unabhängiger wird, also von uns unabhängiger sozusagen selbst auch weiterentwickeln kann. Dann haben wir Laborautomation nativ in der Unterstützung über die Standards SIDA und LADS natürlich hier. So ist auch die ganze Insel hier automatisiert oder semi-automatisiert über LADS. Und wir haben gesagt, wir brauchen ein komplett modernes Interface. Also unser LIMS läuft zum Beispiel auch auf dem Handy, wenn Sie wollen. Sie können sich einfach in der Straßenbahn morgens schon mal die Proben checken oder genau das im iPad, einfach mit dem iPad ins Labor gehen. Die User Experience haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, das von Grund auf so gut zu gestalten. Ja. Wunderbar, ja, also zu den Standards in der Gerätekommunikation, das ist ja derzeit ein ganz heißes Thema. Ja? Und ich weiß, ihr seid bei OpenCOA Labs richtig eng mit dabei. Einer eurer Programmierer war ja auch bei den verschiedenen Hackathons schon mit dabei, das heißt, ihr seid ganz vorne bei der Implementierung dieser Technologie. Dann haben wir hier an der Insel genau diese Kombination. Wir haben Rührgeräte der Firma Tumac, wir haben das Samples von der Qualitype und das Ganze über eine standardisierte Schnittstelle miteinander verbunden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um von einem traditionellen Labor tatsächlich ins Labor der Zukunft zu kommen. Genau, ja Tim, vielleicht mal einen Blick auf eure Samples direkt. Was kann ich denn hier an der Insel ganz konkret machen und erleben? Genau, also dieser Workflow hier bildet die Analyse einer Bierprobe ab, exemplarisch. Im Prinzip ist es so, man nimmt eine Bierprobe, in dem Fall haben wir jetzt hier einfach nur Wasser genommen und würde jetzt hier einen pH-Wert einstellen, von Anfang an die Temperatur und die Umgebungsbedingungen messen mit Sensoren von Sensing, Raumtemperatur und Feuchtigkeit und so weiter. Und dann überführt man die Probe im Prinzip in ein kleines Gefäß, das ist ein Rührer hat und damit geht man dann auf die Rührplatte von Tumac und genau, da wird die Probe vorbereitet. Der Rührer ist ein Desorptionsrührer und nimmt dann im Prinzip Inhaltsstoffe auf aus dem Bier, die dann im Weiteren hier in der Gaschromatographie nachher dann analysiert werden können. Und genau, so geht es schrittweise durch. Wir haben dann eine Software, die hier im Prinzip den ganzen Prozess überwacht, auf dem Dashboard anzeigt, wie die einzelnen Sensoren sozusagen Werte messen. Und die Software führt einen hier Schritt für Schritt durch den Prozess hindurch. Es sind dann so um die 10 Schritte, teilweise ganz automatisiert, teilweise semi-automatisiert. Das ist eigentlich das Schwere, das nicht ganz zu automatisieren, sondern den User mit interagieren zu lassen. Ja, und das können wir dann auch noch verfolgen. Super, ja, dann ist, denke ich mal, jetzt der Moment gekommen, einmal komplett durch den Prozess durchzugehen. Ja. Genau. Das LIMS auf dem Tablet und schon geht's los. Genau, also das LIMS wird jetzt im Prinzip hier auf den Bildschirm übertragen in groß. Was man jetzt hier sieht, ist schon die Untersuchung einer Probe. Wir sind sozusagen in eine Probe reingegangen und wir gucken genau, das ist der richtige Prozess ausgewählt.
Ja, jetzt ist es im Prinzip so, wir fangen mal dahinter mit einem Laboranttest von würde. Wir beginnen hier beim ersten Schritt und haben jetzt hier diesen pH-Sensor. Genau, in der Software klicke ich erstmal auf Begin Processing, dann startet sozusagen im Hintergrund der Run und jetzt können Parameter erfasst werden. Ich sehe jetzt am Anfang eine Seite, die mir zeigt, was vorzubereiten ist. Das ist sozusagen aus den Arbeitsschritten zusammengetragen, die Verbrauchsmittel. Das wird jetzt gerade noch erweitert, da kommen noch Gefahrensymbole, SOPs und so weiter mit rein. Und genau, dann kann ich im Prinzip jetzt hier auswählen Step by Step, dass ich hier durchführen werden möchte durch den Prozess und kriege für jeden Arbeitsschritt eine kleine Anleitung angezeigt, was zu tun ist. Und im ersten Moment soll ich jetzt ein Temperaturmessgerät auswählen. Das ist im Prinzip dieses kleine Kästchen, was hier steht. Das ist drahtlos verbunden und gibt eben die Temperatur mit. So, jetzt gehe ich hier auf einfach diesen kleinen Klingel, dann holt er die aktuelle Zeit und sagt, ab jetzt beginnt er die Temperatur zu messen. Jetzt geht es an die pH-Messung. Genau, sobald der Sensor da drin ist, können wir im Prinzip jetzt hier auf diesen Read-Button klicken. Also mal gucken, ob wir hier unten auf Read. Und jetzt liest er den Wert aus und hat jetzt 6,5 hier unten angezeigt. Man könnte den Wert auch manuell eintragen, aber die Möglichkeit besteht, das direkt vom Gerät einlesen zu lassen. Und ich schneide jetzt auch noch die Zeit mit, zu der der pH-Wert gemessen wurde. Ja, der nächste Schritt ist jetzt, dass wir die Probe in einen Stirring Tube überführen. Und zwar, ja, jetzt gucken wir mal, genau, als erstes brauchen wir einen Stirring Tube, da haben wir ein Verbrauchsmittel, wählen hier die entsprechende Charge dazu aus, hier ist jetzt nur eine hinterlegt und sagen, ja, wir brauchen tatsächlich ein Stück davon. Das wird dann im Verbrauch abgerufen im weiteren Verlauf. Ja, und jetzt hätten wir hier sozusagen eine Pipette angebunden und das ist eine elektronische Pipette, die nimmt jetzt den Befehl entgegen, jetzt hier 5000 Mikroliter sozusagen zu aspirieren. Wenn ich jetzt auf Invoke drücke, jetzt genau, vielleicht sieht man es hier, ist es jetzt auf 5000 Mikroliter eingestellt. Jetzt könnte ich hier pipettieren. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in echt, ich glaube, wir machen das jetzt gerade nicht. Wir tun jetzt so, als ob wir pipettieren, drücken wir den Run-Button. Jetzt zieht er das auf und im Prinzip genau, ist es jetzt auf Successful zurückgemeldet worden ans System. Und das gleiche ist im Prinzip jetzt dann auch mit Dispense, dann kann ich das hierüber auch wieder abgeben. Man könnte da jetzt natürlich einen Autosampler drunter bauen und da gibt er schrittweise dann immer die einzelnen Gefäße wieder was ab und so sich eine Automatisierung zusammenbauen. Und im Prinzip ist das ganze System auch so frei konfigurierbar. Im Backend kann man einfach seine Parameter hier einstellen pro Arbeitsschritt, die man messen möchte, die Device-Interaktionen anlegen, die Geräte stellen dank diesem LADS-Standard einfach ihre Funktionen bereit. Man würde dann sozusagen konfigurieren, ja, ich möchte jetzt eine zum Beispiel Pipettieren einbinden und dann, das ist sozusagen eine Funktion, die dort hinterlegt ist oder auch Wiegen und sobald der User dann das System verwendet, werden ihm dann auch nur Wagen angezeigt und nur Pipetten eben und er kann dann das spezielle Modell auswählen, mit dem er arbeitet, damit das dann auch dokumentiert wird. So, jetzt muss ich nochmal Run drücken, damit er das auch wieder abgibt und das dann auf Successful geht. Jetzt ist es auch schon soweit. Genau, dann gehen wir auf Continue. So, und jetzt, man sieht auch an den Warenelementen, wo man sich gerade im Prozess befindet. Also wir haben jetzt schon 2 grüne Schritte, jetzt kommt der nächste in blau, immer der aktive Schritt wird blau dargestellt. Und hier ist jetzt die Aufgabe sozusagen, den Magnetröhrer zu aktivieren von der Firma Tumec. Wir haben gesagt 400 RPM, wenn ich das richtig habe. 75%, genau, so dass es dann auch hier nicht zu knallen anfängt nachher. Gut, und dann drücken wir Starten und jetzt sieht man hier bei den kleinen Bläschen, dass sich die Röhre bewegen. Genau, und ja, im Prinzip messen wir auch hier wieder mal nochmal angefangen zu rühren. Das eine ist, man hat eine Vorgabe, wie lange man rühren soll, das andere ist, wie man dann wirklich gerührt hat. Das kennt man ja. Und im Prinzip wird das hier dann so direkt mitgetrackt. Und jetzt gibt es auch wieder einen Stopp-Button, den ich hier drücke und dann hören die Röhre wieder auf. Zack, sind wir durch den Schritt durch. Gehen wir in den nächsten. Der nächste ist jetzt sozusagen, die Temperatur sollte während des Rührens gemessen werden. Deswegen ist hier ein Sensor angebracht an diesem einen Tube hier vorne, der dort die Temperatur einfach während des Rührprozesses gemessen hat. Wenn ich jetzt hier auf Reload drücke, kommen die Daten auch rein. Sieht man das auf dem Bildschirm genau, dass man jetzt hier die
die einzelnen Temperaturmesswerte hat. Die sind natürlich jetzt sehr gleichbleibend in dem Fall. Man kriegt eine Grafik, die hier im Hintergrund einfach generiert wird. Also das ist generell auch unser Vorgehen, dass wir sozusagen durch die offenen Schnittstellen ermöglichen, dass man mit ganz einfachen Tools hinten dran aus den Daten was machen kann, die Daten dann wieder direkt zurückspielt. Also da kann man die Tools verwenden, die man bei sich im Labor halt hat, um die Daten zu analysieren. Ja, und beispielsweise jetzt hier auch noch dann Mittelwerte und so weiter auszurechnen zu den Temperaturen. Gut, der nächste Schritt ist jetzt Move the Desorbent to the TD Tube. So, der nächste Schritt, der jetzt hier nicht dargestellt ist, ist das dieser Würfisch. Da ist so ein kleines Metallding unten drin. Jetzt sieht man das. Das wird aus diesen Gläsern wieder entnommen und dann in ein Thermodilationsröhre geführt. Das ist ungefähr so aus. Also das muss man sich jetzt vorstellen. Es kommt da rein und dann ist der nächste Schritt eben halt die Ausführung der Thermodilation. Genau, also ich moderiere hier nochmal kurz. Wir haben jetzt den Schritt genau im Prinzip durchgeführt, den Lars gerade erwähnt hat, und gehen jetzt hier so in die thermale Desorption hinein und können jetzt hier so verschiedene Profile auswählen, die eben das Gerät bereitstellt, und nehmen einfach irgendeins davon. Und im Prinzip ist halt noch eine Sache, die ich noch zeigen wollte, dass man diese Interaktion mit den Geräten auch nicht nur im Workflow machen kann, sondern man kann auch in die Geräteverwaltung hier reinspringen. Das Gerät ist ausgewählt und wir haben alle Features, die dieses Gerät sozusagen bereitstellt, jetzt hier, und jetzt können wir genau sozusagen dieses Start-Programm auch von hier aus ausführen, und so kann man mit seinen Geräten eben auch außerhalb des Workflows interagieren. Und jetzt haben wir das gemacht, das Gerät fährt jetzt los und ja, geht jetzt die einzelnen Positionen durch und fährt eben sein Programm runter, das in der Software dieses Geräts dann wiederum hinterlegt ist. Wunderbar. Genau, und währenddessen die Maschine jetzt hier vor sich hinarbeitet, haben wir ja schon den Roboter Kevin hier gesehen, und ich glaube, da hält doch euer Sample Sims ein besonderes Highlight bereit, oder? Ja, also bei uns agiert der Kevin genauso wie die anderen Geräte hier. Man kann einfach den als Schritt mit einbauen und sagen, ja, hol mal die Probe aus dem Schrank und bring die hier an die Insel ran, und dann baut man das ja bereits ein Workflow ein, so wie man das eben benötigt. Und Kevin hat eine ganze Menge an Funktionalitäten, die er bereitstellt im NADS. Das sind, ich glaube, über 10 Stück. Da kann man schon eine Menge mitmachen. Ja, und dann im Prinzip könnte man sich damit dann wirklich auch einen vollautomatisierten Workflow bauen, vielleicht wenn man einen Roboterarm hat, wie auf der anderen Insel, der dann auch einfach, sagen wir mal, 24/7 durcharbeitet. Wunderbar. Tim, ich danke dir, auch Lars. Danke für die Vorstellung der Insel Bierland Insight.